Grüßt euch und herzlich willkommen zum Bau meiner Spundelanlage. Ja, heute neigt sich meine Saison dem Ende entgegen, aber bevor ich jetzt in die Sommerpause gehe, gibt es noch das obligatorische Saisonrückblicksvideo. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Ich starte wie immer mit meinen Saisonrückblicks in dieser Ecke, auch wenn jetzt hier erstmal auf den ersten Blick nicht viel passiert ist. Was habe ich gemacht? Ich habe hier die Lampen installiert, das ist so ein bisschen untergegangen, aber für mein Fahrvideo habe ich das quasi beleuchtet, dass das ein bisschen stimmungsvoller ist. Hier ist nicht viel passiert, das Einzige, was hier passiert ist, dass der Schweißer nicht mehr schweißt, warum auch immer. Dann muss ich mal auf den Grund gehen, da muss ich mich aber in Zukunft drum kümmern. Dann sind hier die Prellböcke weggekommen und wurden gegen Knacken wurden durch Knacken ersetzt. Das ist hier passiert. Die Drehscheibe, das ist so der größte Unterschied, auch wenn er nicht optisch sichtbar ist. Da habe ich nochmal was geändert. Und zwar habe ich das jetzt so programmiert, dass ich nur 10 Abfahrten habe. Dass ich quasi hier, das ist meine Abfahrt 1, 2, dann hier, das ist das einzige Leergleis, das ich anfahre, das ist die 3. 4, 5, 6 lasse ich aus, weil das macht eigentlich keinen Sinn. Und dann geht es hier quasi gleich weiter mit 4, 5, 6, 7, 8, wieder leer und 9, 10. Und warum jetzt hier die 3? Einfach, dass ich eine 180-Grad-Drehung machen kann mit dem. Also man muss quasi immer ein Gegengleis programmieren, dass man eine saubere 180-Grad-Drehung machen kann. Dass man das schön einstellen kann. Da kann man auch nochmal gleich eine düsen lassen. Eine Runde Drehscheibe. Also sie fährt jetzt quasi, und ich habe die Drehrichtung geändert, weil mich das wahnsinnig gemacht hat, dass wenn ich nach rechts geklickt habe oder gedrückt habe, dass sie dann nach links gefahren ist. Genau, das ist hier passiert. Das ist jetzt der Stand der Dinge. Hier ist soweit nicht mehr viel passiert. Da fehlt ja auch eigentlich nichts mehr. Vielleicht noch so die ein oder andere Ausschmückung. Hier hinten wollte ich eigentlich dieses Jahr noch was machen. Da muss ich mal noch schauen, was ich da mache. Ob ich dann Gebäude irgendwie, ein Reliefgebäude oder so ein Halbreliefgebäude, ob ich da irgendwas hinmache. Es darf halt nicht zu hoch werden wegen der Burg. Da muss ich mal sehen, irgendwie ein Fabrikgebäude oder so eine Lagerhalle. Ja, hier, das kennt man alles schon von meinen Rückblicken der letzten Jahre, beziehungsweise meinem letzten Rückblick. Dann habe ich auf der Messe mir den hier gegönnt. Den werde ich noch ein bisschen schön altern müssen und in Szene setzen dann hier quasi. Da kann ich irgendwas Cooles machen, bestimmt. Dann gehen wir weiter ins Eck, wo mal früher oder später meine Ortschaft hinkommen soll. Da ist es so, dass ich hier eine Platte reinmachen werde, wahrscheinlich irgendein Sperrholz, ein ganz dünnes, so 6 mm oder so, dass ich das dann rausheben kann, weil hier ist ja mein Feuchtigkeitsproblem Eck. Und da werde ich dann quasi schauen müssen, dass ich das irgendwie abnehmbar oder rausnehmbar mache. Das werde ich dann schauen, wie ich das mache, wenn es soweit ist. Hier kommt der Bahnübergang hin. Das ist alles wie gehabt. Hier die Straße entlang bis hier vor. Hier sehen wir bloß meine Steuerung. Hier kommt eine Tankstelle hin. Und da muss ich schauen, dass ich halt dann irgendwie in die Landschaft übergehe. Wie durch Zufall passt es jetzt gerade wieder. Machen wir mal hier eine kleine Perspektive. Der Weiher, der ist soweit fertig. Da wird auch nicht mehr viel passieren. Ich weiß nicht, ob ich in Zukunft nicht mal die Oberfläche doch anrauen werde, weil irgendwie wird das nach einer Zeit bei mir immer matt. Ich weiß nicht, was ich da mache. Hier so schlierig. Man sieht so ein bisschen durchs Licht. Aber ansonsten habe ich auf dem Segment eigentlich gar nichts gemacht. Das Einzige, was ich hier zustande gebracht habe, ist, dass ich das Geländer vom Traktor abgerissen habe und dann erstmal nicht gefunden habe und dann durch Zufall doch gefunden habe. Gut, hier wird wohl auch nicht viel sein. Da kommt dann bloß ein Übergang in den Wald hin und eigentlich die ganze Rückseite entlang. Der Bahnsteig wird jetzt dann irgendwann mal, vielleicht nächstes Jahr sogar gemacht. Hier kommt irgendein Händler hin. Das ist alles nach wie vor, wie ich das ursprünglich geplant hatte.
Mal schauen. Hier die Flächen, weiß ich alles noch nicht so genau, das wird sich alles finden. Dann hier habe ich ganz lange nicht gewusst, was ich machen soll. Und ich weiß es auch jetzt immer noch nicht hundertprozentig. Und dann hat meine Freundin gemeint, ich soll doch hier, weil ich ja hier noch Platz habe, nochmal so eine, ja, wie so ein Graben machen. Und ich habe noch so zwei so Elemente von denen übrig. Und dann könnte ich die hier theoretisch nochmal mit so einem kleinen Bachlauf oder Kanallauf oder was auch immer man da hinmachen möchte. Das kann ich mir mal überlegen, weil eigentlich hätte ich Platz. Da ist dann nur das Problem, dass ich unter der Anlage die Technik schon verbaut habe. Da müsste ich dann dementsprechend schauen, ob ich da nochmal quasi das Ganze umsetze oder ja, neu mache. Mal sehen. Also das ist mal eine Option auf jeden Fall. Dann gehen wir wieder sanft hoch, während hier die 98.8 vorbeidüst. Ja, hier, wo jetzt der Verhau ist, soll mal irgendwie ein kleines Bahnhofsgebäude hin, wahrscheinlich. Mit angeschlossener Gaststätte, das hatte ich auch schon so geplant die ganze Zeit. Das muss ich mal, ja, das muss ich dann auch irgendwie ergeben. Vielleicht baue ich das Gebäude dann sogar selber. Eigentlich habe ich dann überlegt, dass ich hier ganz gerne einen schmalen Feldweg noch vor möchte, weil hier soll dann bis zu meiner Blockstelle, zu der wir jetzt dann gleich kommen, eine Telegrafenleitung eigentlich gelegt werden. Und da könnte ich dann jemanden mit diesem Mastkletterer zum Beispiel könnte ich da installieren, den es ja von Busch gibt, den habe ich noch und den möchte ich eigentlich irgendwo schön in Szene setzen. Muss ich mal sehen. Dann gehen wir mal hier weiter. Also hier kommt dann dementsprechend auch irgendwie Landschaft hin. Und hier soll eine Holzverladung hin. Da habe ich mich jetzt dazu entschieden. Hier habe ich auch die alten Prellböcke von der Drehscheibe entsorgt. Die sind hier gelandet und hier soll halt eine schöne Holzverladung hin. Auch nochmal mit einem Drehkran oder so. Oder ja, mit einem Bagger. Mal schauen. Gut, und dann kommen wir zu dem größten Fortschritt, den ich diese Saison gemacht habe. Das ist hier mein Wasserfall. Der so ein bisschen ja, zu voluminös ist. Den werde ich wohl nochmal machen. Aber jetzt lasse ich ihn erstmal so, weil das hat sehr viel Zeit gekostet. Deswegen auch durchwachsene Saison, weil ich einfach nicht so viel geschafft habe, wie ich gerne hätte. Dann habe ich diverse Bestellprobleme gehabt, habe ich immer wieder nachbestellt. Ich habe es dieses Jahr so ein bisschen, ja, es war ein bisschen Larifari, sagen wir mal so. Aber gut, ich habe auch durch die Doppelbelastung mit dem Jagel habe ich auch recht viel bei dem gemacht. Dann hier die Brücke habe ich gemacht. Mit den Rostplatten und die Brücke gealtert. Hier der Wildbach mit Brücke. Da kann man natürlich immer noch so ein bisschen ausgestalten und Figuren hinsetzen und ja, da gibt es noch einiges zu tun, sagen wir mal so. Hier sollen auch noch ein bisschen Wald hindern. Das wird sich aber alles finden. Dann kommen wir zu meiner Blockstelle. Und die finde ich eigentlich, die hat mir recht viel Freude gemacht. Die war schön zu bauen. Das hat alles super geklappt. Da fehlt jetzt noch die Hebelbank. Deswegen ist hier auch noch kein Kamin drauf, weil quasi der Ding noch fehlt. Da muss ich noch mal rein und muss die Hebelbank installieren. Die habe ich schon. Genau. Dann hier kommt ein Feldweg hin mit einem kleinen Bahnübergang. Und dann geht es hier direkt über in meinen Berg. Da wird auf jeden Fall, da schauen wir uns jetzt erstmal das Portal an. Das ist, ja, also mir gefällt super. Ich finde, das ist echt schön geworden. Da fehlt halt jetzt noch natürlich das Grün drumherum. Und da muss ich mal schauen, wie ich das, also das wird auf jeden Fall noch ein bisschen ausgebaut, alles hier, dass das quasi schön eingewachsen ist und so. Genau, und jetzt geht es hier hin. Das wird so ein Hang werden. Und hier oben soll eigentlich eine ganz klassische Burgruine hin. Also ich weiß nicht, ob ich die selber baue und dann so ein bisschen andeute, quasi so Burgmauern oder so. Das muss ich mal sehen. Und dann aber auch noch ich habe ja hier so ein Wechselteil gemacht, dass ich das rausheben kann. Und da soll dann auch noch was Spezielles sein. Das habe ich letztes Jahr schon angekündigt. Mein Gott, das habe ich letztes Jahr schon angekündigt. Und muss ich mal schauen, wie ich das umgesetzt bekomme, weil das eigentlich wahrscheinlich fast zu groß werden würde. Mal sehen, das wird sich dann finden. Genau, das war jetzt erstmal der kleine
Rundumblick über meine Anlage, wie sich das hier quasi entwickelt hat. Jetzt werfen wir mal einen Blick noch zurück. Das war mein kleiner Rückblick über das, was ich gemacht habe dieses Jahr, auch wenn es jetzt erstmal nicht viel war, aber es eilt ja auch insgesamt nicht. Dann möchte ich mich bei allen bedanken, die sich meine Videos anschauen, bei allen neuen Abonnenten, die neu dazugekommen sind, bei den Kommentatoren, die mir wertvolle Tipps und Ideen zukommen lassen. Da kommen echt gute Sachen dabei raus, wie meine Drehscheibe zum Beispiel oder ja, was auch immer. Also, es hilft mir sehr weiter. Dafür bin ich sehr dankbar und ja, da möchte ich euch einfach mal danken. Gut, dann soll es das jetzt erstmal von mir gewesen sein. Kommt's gut durch den Sommer und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.